An wen richtet sich denn eure Publikation? Also eigentlich an alle Zelluloid-Filmsammler. Natürlich primär die halt auch im Spielfilmsektor unterwegs sind. Denn wir bringen allerdings auch immer wieder mal Artikel für die Selber-Filmer ins Heft mit ein. Da gibt es ja auch Überschneidungen, denke ich. Ne? Ja. Wir haben beispielsweise selber Filme, haben wir ja auch von unserem Leser, dem Paul, einen Artikel gebracht über Normalacht trifft Gina Lollobrigida. Und das ist wirklich gewesen, dass er Gina Lollobrigida in den 1960er Jahren auf Mallorca getroffen hat. Und das war dann für mich ein Anlass, darüber zu schreiben. Das ist, glaube ich, einer der ersten Hefte gewesen. Ja, ne? richtig. Genau. Und das ist gleich eine schöne Brücke zu meiner nächsten Frage. Wie ist denn das Altersspektrum von euren Abonnenten und Lesern? Also man kann sagen Ü40 ist die Spanne, weil man merkt einfach, die junge Generation, die ist eben in der digitalen Welt aufgewachsen. Und die kennen auch nicht den Amateurbereich. Also ich habe also schon bei mir im Kollegenkreis welche, die sagen, was, sowas machst du noch mit Normal 8, Super 8? Ja, gibt's das denn noch? Und dann erzähle ich ihnen das, den Kollegen das und sage immer, ihr müsst das auch ein bisschen mit alten Autos vergleichen, also die Nostalgie. Passt ihr eure Inhalte dann auch bewusst auf das Alter des Publikums an? Ja. Peu à peu, ne? Also jein, sage ich mal, jein. Man versucht es, ja. für alle Generationen irgendwo was zu erstellen. Okay, ja, ist ja auch ein guter Ansatz. Und vor allen Dingen auch, wenn so gewisse Filme, besondere Filme, ein gewisses Jubiläum haben, beispielsweise ein 100-jähriges, und man weiß, dass es diese Kopien eben auch auf Super 8 und 16 mm gegeben hat, wie zum Beispiel jetzt in diesem Jahr Phantom der Oper mit Lon Chaney, wo es diesen Film ja mindestens in 2 verschiedenen Fassungen als Super 8 Komplettfassung gegeben hat, dass die Filme dann auch nochmal durchleuchtet werden. In der Kopierqualität oder auch in der Szeneabfolge. Ja, und natürlich, was wir natürlich auch noch drin haben, ist beispielsweise, wo du immer bist, die Bonner Stummfilmtage, um natürlich auch so ein bisschen das Filmhistorische an den Mann zu bringen. Und dann auch mal zu erzählen, aha, Stummfilmtage, da werden alte Filme nochmal aus den Archiven rausgenommen, die werden mit Musik untermalt und das ist wunderbar und auch absolut interessant, auch darüber mal zu berichten, was jetzt neben der Sammelleidenschaft zu tun hat. Also ein bisschen Filmhistorie mit reinzubringen. Die Movie ist ja ein waschechtes Retro-Heft, ja, und steht auch in enger Tradition mit Michael Treubigs Leinwand aus den 1980ern, der Lumière Filmclub Hefte und der daraus folgenden Movie. Habt auch vorhin die Szene 816 genannt. Unterscheidet sich euer Inhaltskonzept von diesen Sammlerheften von vor 30 Jahren, gerade auch im Hinblick darauf, dass es eine Wiederbelebung ist? Sagen wir mal so, wir haben ja jetzt auch einen gewissen größeren Anzeigenteil im Heft mit drinnen, den wir immer noch auf 8 bis 10 Seiten verfolgen können, wo die Leute eben auch kostenlos inserieren können als Abonnenten. Und alles andere ergibt sich dann eben, was man halt an Artikel zur Verfügung gestellt bekommt, was man auch recherchiert und dergleichen. Und es ist eine bunte Mischung. Also auch von Veranstaltungen, die in Eigeninitiative gestartet werden. Der Andreas Schmidlewski ist da auch sehr aktiv. Und auch da kommen dann zu diesen Veranstaltungen Berichterstattungen. Also es sind quasi Berichterstattungen über aktuelle Veranstaltungen oder auch Publikationen. Ne? Es sind Texte über Vergangenheitsgeschichten, also historische Texte, und ihr habt eben diese Sammlerlisten drin, was ja quasi schon ein Inhalt ist, der identisch ist zu dem, was schon in den 80ern und 90ern passiert ist. Ne? So eine zentrale Stelle, wo Austausch stattfinden konnte von Filmkopie, ne? Suchen und verkaufen. Ne? Und das habt ihr jetzt bei euch im Heft drin. Und das ist ja per se einmalig. Das ist zum Beispiel auch so, dass ich
ich denke mal, dass diese Seiten auch immer sehr gut anerkannt sind oder auch genutzt werden von den Sammlern untereinander, denke ich jetzt mal, um halt auch mal ein bisschen wieder in die Vergangenheit zu kommen, in das Nostalgische zu kommen. eBay kann jeder oder ist man öfters drin und so hat man wieder mal so den Kontakt, oder kann das lesen, den und den Film ist im Verkauf und Das ist genau wie früher. Genau wie früher. Man kann mit den Leuten telefonieren, wenigstens. Genau. Ja. Wie viel Zeit steckt ihr denn in eine Ausgabe? Viel. Also es ist schon eine ganze Menge Arbeit, muss man sagen. Etliche Stunden. Etliche Stunden. Aber da muss ich auch fairerweise dazu sagen, dass ich mehr die Verwaltung mache. Ich gucke ja mal, wer bezahlt hat. Aber Uwe macht natürlich die Gestaltung und so weiter und auch viel die Berichte, die er dann bekommt. Dann sprechen wir auch öfters, telefonieren wir. Auch wenn ich dann meine Berichte schicke, dann Richtig. Und, das ist schon, aber das ist ja die Hauptsache, dass uns das Spaß macht und wir auch wieder unseren Lesern wieder was Neues bieten können. wenn halt auch dann Korrekturen gemacht Genau. werden müssen, die dann wieder gewisse Dinge im Layout verschieben dadurch. Aber wie gesagt, es macht halt auch Spaß und gibt auch irgendwo einen gewissen Ausgleich zum Beruf und Ja, und du musst auch eins sehen, ne? Wenn wir haben jetzt schon 2 mit ins Boot geholt, noch 2 zusätzliche, die noch mit ins Boot geholt, die auch die Korrekturlesung machen, weil manchmal ist man in An- und Abführung betriebsblind. Dann guckst du, liest du, alles gut, Uwe guckt, alles gut, aber jetzt haben wir noch 2 andere dazu. Ich glaube, heute haben wir noch, du hast mir das erzählt. heute haben wir noch einen dazu bekommen. Und da mehrere Augen sehen und lesen besser und so kann man das wieder ein bisschen professioneller gestalten, das Heft. Bekommt ihr Feedback? Ja. Ich sehe aber keine Leserbriefe. Nee, weil uns die Leute einfach mal kurz nur auch auf den Börsen ansprechen. Tolles Heft, macht weiter so und uns persönlich einfach ansprechen. Das war heute auch wieder so, als ich reinkam. Ach, Sie sind doch, du bist ja auch der, macht mit dem Uwe das Heft zusammen. Sag ich richtig, ja super, macht weiter. Ist zwar viel Arbeit, denke ich immer, aber es ist toll, dass er das macht. Und habt ihr den Eindruck, dass so ein bestimmter Inhalt besonders geschätzt wird? Das kann man so nicht sagen. Ich glaube, Nee, das kann wird man so alles, nicht es wird sagen. alles geschätzt. Ob es historisch jetzt ist, ob es historische Filmgeräte sind, ob es Veranstaltungen sind, ob es jetzt auch über die Börse, wir berichten ja auch über die Börse und sagen schon 11.04.2026, glaube ich, ne, ist die nächste Filmbörse hier in Deidesheim. Also das spielt keine Rolle. Also wird alles sehr gut geschätzt auch. Für die Zukunft eures Heftes, gibt es da Pläne? Wir machen weiter. Um es mal mit einem Satz auszudrücken. Und dann kann man nur eins sagen, Freunde, bleibt perforiert. Ja, wunderbar, schöner Schlusssatz. Um es mit den Worten eines mittlerweile leider verstorbenen Sammlers, den wir sehr gut gekannt haben, zu sagen, echter Film ist durchsichtig und hat Löcher. Wunderbar. Wunderbar. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg mit der Movie. Ja, ich bin ja auch Abonnent. Ne? Danke. Und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Ja? Die dann im Sommer erscheinen wird. Also vielen Dank, Marcel, vielen Dank, Uwe, ja, für das Joachim, nette Gespräch. Dankeschön. Und Danke wir. wir sehen uns dann wieder in 2 Wochen auf Hoch 2.